Hast du schon alle Trophäen in Star Wars Jedi Fallen Order eingesammelt? Nein? Dann wird's Zeit und mit diesem Guide wirst du es garantiert schaffen. Es werden zwar mehrere Videos entstehen, aber die landen alle in einer Playliste, so dass du jedes Video anschauen kannst und alle 40 Trophäen sammeln. Geh einfach auf mehr Anzeigen unter dem Video und schau dir alle Videos nach und nach an. Die Trophäen kann man ungefähr so in 30 Stunden freispielen und der Schwierigkeitsgrad von der Platin ist 3 von 10. Wenn du das Spiel als Jedi-Großmeister angefangen hast und nicht weiterkommst, weil es einfach zu schwer für dich ist, geh unter den Einstellungen auf Gameplay und ändere einfach den Schwierigkeitsgrad, spiele den Story-Abschnitt auf leichteren Schwierigkeitsgrad und mach dann einfach weiter wie vorhin. Für die Anfänger würde ich den Story-Modus empfehlen und für die erfahrenen Lichtschwertkämpfer den Jedi-Meister. Der ist mehr oder weniger ausgeglichen und für die ganz Verrückten den Jedi-Großmeister. Aber Vorsicht, hier ist die Gefahr durchzudrehen sehr hoch. Bei allen 40 Trophäen, bestehend aus 11 Silber, 25 Bronze und 3 goldenen und natürlich der letzten, die Platin-Trophäe, handelt es sich um Offline-Trophäen, das bedeutet, dass die alle in Story freigespielt werden. Es gibt keinen Multiplayer in diesem Spiel und es sind 11 automatische Trophäen und bei vielen anderen müsst ihr einfach ein wenig mehr tun, ein bisschen mehr rumrennen, in jede Ecke reinschauen, aber dafür wird ein Guide erstellt, wo sich alle Truhen, Geheimnisse, Echos, Logs, Pflanzen und Scans befinden. Zu den Truhen und Geheimnissen auf der Karte könnt ihr sehen, wie viel ihr eingesammelt habt und was noch fehlt. Unten links steht, ob man alles erkundet hat oder nicht. Wenn der Haken drin ist, ist alles geschafft. Zu all den anderen Sachen werden separate Videos entstehen. Seid nicht enttäuscht, wenn ihr manche Truhen nicht sofort erreichen könnt. Um das machen zu können, braucht ihr gewisse Fähigkeiten, wie zum Beispiel Wandlauf, den kriegt man relativ schnell, oder der sogenannte Jedi-Salto mit einem Doppelsprung oder auch der Schub, um solche Orte zu erreichen, wo diese Geheimnisse bzw. Truhen stehen. Im Laufe der Story werdet ihr die Gelegenheit haben, alle Planeten wieder zu besuchen und den Rest, was ihr nicht habt, einzusammeln. Und somit sind wir schon bei der ersten Trophäe, die heißt Sammler. Wir müssen alle Truhen und Geheimnisse einsammeln. Die Fundorte werden in separaten Videos gezeigt, die ich unten auch verlinken werde. Um die Trophäe Fühle die Macht müssen wir im Fähigkeitenbaum alle Fähigkeiten freischalten, die es hier gibt. Es gibt immer 3 Säulen, Macht, Lichtschwert und Überleben. Ich würde euch raten, diese gleichmäßig freizuschalten und nicht nur eine Säule, weil man zwar gut mit dem Lichtschwert umgehen kann, aber nicht lange überlebt, weil eben diese Säule nicht komplett aufgebaut ist. Die Fähigkeiten kann man mit Fähigkeitenpunkten freischalten. Diese kriegt man immer, wenn man jemanden getötet hat, etwas gescannt hat oder ein Echo gefunden hat. Manche Fähigkeiten kosten 1 Punkt, manche 2. Es wird dann hier alles oben beschrieben. Es wird auch gezeigt, was ausgeführt werden muss, damit es klappt. Außerdem gibt es zu jeder Fähigkeit ein kurzes Video, wo gezeigt wird, was passiert, wenn ihr es ausführt. Hier, wenn wir auf R drücken, erscheint es auf unseren Bildschirmen und wir wissen dann, was geschieht. Im Laufe des Spiels kriegt man auf jeden Fall viele Möglichkeiten, um diese Fähigkeitenpunkte einzusammeln, um dann am Fähigkeitenbaum alles freizuschalten, was man in diesem Spiel so braucht. Wenn euch so ein Dickerchen hier fertig macht, verliert ihr eure Fähigkeitenpunkte. Um all die Sachen wiederzukriegen, müsst ihr denselben Gegner, der so gelb markiert ist, Schaden hinzufügen, mit dem Lichtschwert erwischen, dann gehört alles wieder euch. Sobald du also alle diese Fähigkeiten freigeschaltet hast, gehört die Trophäe dir. Die Trophäe, eine weit entfernte Galaxie, kriegt man, wenn man alle Holokarten von BD1, von Droiden, von Cal freischaltet. Auf der Holokarte, wenn ihr die aufmacht, seht ihr, was ihr erkundet habt oder nicht, oben links. Und oben rechts seht ihr die Legende. Manche Türen können wir nicht öffnen. Die sind geblockt. Die müssen von der anderen Seite geöffnet werden. Und gelbe Balken zeigen Bereiche, die noch nicht erkundet sind. Die Karte ist in unterschiedlichen Bereichen aufgeteilt. Zum Beispiel jetzt auf diesem Bereich sind 3 Truhen und ein Geheimnis gewesen. Wenn man zu einem anderen Bereich hingeht, dann sind da nur 4 Truhen. Und wenn man all das erkundet hat, wird die Trophäe freigeschaltet. Als ich es freigespielt habe, bin ich einfach in jedem Bereich so lange rumgelaufen, bis ich alles gefunden habe. Vor allem dann, wenn ich die Fähigkeiten freigeschaltet habe, um diese Bereiche zu erkunden. Wenn du das auch machst, dann gehört die Trophäe dir. Die Trophäe Vertrauen oder Macht kriegst du, wenn du die komplette Geschichte abschließt, und zwar würde ich das in dem leichtesten Story-Modus machen. Somit erleichterst du dir auch die Aufgabe und sparst Zeit, um die Platin zu kriegen, denn das Schwierigkeitsgrad hat überhaupt keine Auswirkung auf die Platin. Es gibt hier übrigens auch noch eine verbuggte Trophäe, von der ich nicht sicher bin, dass ich sie hatte, denn ich habe alle freigeschaltet und diese nicht entdeckt. Vielleicht ist aber dieser Bug schon behoben worden. Wenn du diese verbuggte Trophäe kennst, wäre cool, wenn du mir in den Kommentaren schreiben würdest, worum es geht. Damit würdest du auf jeden Fall mir und vielen anderen Leuten helfen. Und es geht weiter mit den Trophäen. Die nächste heißt Urknall. Die Aufgabe bei dieser Trophäe besteht darin, 20 Gegner mit dem Sprengstoff zu eliminieren. Dazu eignen sich am besten Flammentruppler
und Raketentruppler. Um die Flammentruppler zur Explosion zu bringen, muss man die an sich ranziehen und dann mit dem Schub wegschieben an die Wand und dann explodieren die und das Zelt. Und bei den Raketentruppeln ist das so, sobald die Rakete abgeschossen wurde, müsst ihr diese verlangsamen und mit dem Schub wieder zurückschieben. Dann trifft sie den Raketentruppler und ihr habt die Trophäe, wenn ihr es 20 Mal gemacht habt. Folgende Fähigkeiten müssen freigeschaltet sein. Das ist einmal das Verlangsamen, das kriegt ihr ganz am Anfang. Und Schub kriegt ihr dann später. Und so funktioniert es in der Praxis. Ja, soll sich ein anderer abknallen lassen. Wir haben sogar 2 erwischt. Das würde auch zählen. Sieht ganz schön schmerzhaft aus, ja. Ach, Die Trophäe mit Dank zurück kriegt ihr, wenn ihr die reflektierenden Blasterbolzen an ihre Herausgeber zurückschickt. Diese Trophäe könnte man sogar zu automatischen Trophäen hinzufügen, aber es ist nicht so, dass jeder das genau so macht, wie es gezeigt wird. Deswegen führe ich das Ganze einmal vor und wenn du das nachmachst, wirst du die Trophäe kriegen. Am Anfang des Spiels im Prolog wird uns gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Kurz bevor der Blasterbolzen uns erwischt, müssen wir blocken und der wird dann zurückgeschickt an den Gegner. Mit dem Kopfschuss wird er erledigt und wenn du das 50 Mal wiederholst, dann gehört die Trophäe dir. Die Trophäe perfektes Timing kriegst du, wenn du 100 Gegnern parierst und diese Fähigkeit wird uns auch im Prolog gezeigt. Blocke einfach den Gegner seinen Angriff kurz bevor der angreift und du wirst die Trophäe kriegen, wenn du es 100 Mal ausführst. Wenn du mit dem Controller spielst, drück LB, das zählt für Parieren, und X für den Angriff, danach wird ein Special Move ausgeführt. Der Angriff selbst zählt zwar nicht dazu, man muss nur 100 Mal parieren, so wie es in der Beschreibung steht, dann gehört die Trophäe dir. Achte bitte darauf, wenn du auf Jedi Ritter, Jedi Meister oder Jedi Großmeister spielst, dass hier Paradefenster immer kleiner wird, je höher die Schwierigkeitsstufe ist. Ich rate dir natürlich in Story-Modus das Ganze auszuführen, spart die Nerven und Zeit. Trophäe Tipkick. Besiege den Gegner nur mit Tritten funktioniert folgendermaßen. Für diese Trophäe brauchen wir die Fähigkeit ausweichender Tritt und nur mit diesen Tritten müssen wir den Gegner besiegen. Diese Trophäe ähnelt der Trophäe nachgetreten, die ich oben verlinkt habe. Kurz bevor der Gegner angreift, müsst ihr ausweichen und dann wird das Ganze auch verlangsamt. Ihr werdet es gleich sehen. Und dann auf die Angriffstaste drücken, aber unmittelbar nachdem der Kerl, der seinen Gegner angegriffen hat. Ihr habt das gerade gesehen. Es muss sehr schnell passieren. Und ja, dann ist er tot. Nur durch Tritte. Und das würde zählen und die Trophäe würde euch gehören. Also müssen wir auf STRG-Taste drücken zum Ausweichen und dann auf Angriffstaste und dann macht der Kerl diesen Tritt. Mit B weicht ihr aus und mit X greift ihr an und führt diesen Kick durch. Trophäe 3 auf einen Streich kriegst du, wenn du 3 Truppler auf einmal mit dem Lichtschwert besiegst. Am einfachsten geht es mit ganz normalen Trupplern. Dafür musst du die Technik Lichtschwertwurf freischalten, dir 3 Truppler suchen, die in einer Reihe stehen, dann blocken mit der rechten Maustaste und mit der F-Taste auf der Tastatur wird das Lichtschwert geworfen. Bei dem Controller ist es LB-Taste und Y. Nehme Verfolgung auf. Einmal mit dieser Taktik 3 Gegner besiegt und ihr kriegt die Trophäe. Das funktioniert aber noch leichter. Auf Kashyyyk findet ihr 3 Raketentruppler, die in einer Reihe stehen. Dort, wenn ihr die 3 erwischt, wird die Trophäe freigeschaltet. Trophäe wie du mir kriegst du, wenn du einen Blasterbolzen verlangsamst und einen Gegner ranziehst und er dadurch stirbt. Für diese Trophäe wird die Fähigkeit Verlangsamen und Magnet benötigt und so funktioniert. Nochmal verlangsamen. Und sobald er schießt, zack, rein in seinen Blaster. Trophäe du kriegst mich nicht, kriegst du, wenn du 100 Gegnern mit Präzisionsausweichen ausweichst. Kriegen, ausweichen. Alles klar? Und so funktioniert es kurz bevor der Gegner angreift. Auf die linke STRG-Taste draufdrücken und dann weicht Kerl seinen Angreifer aus. Das Ganze wird dann auch in Zeitlupe abgespielt. Wenn du das Ganze 100 Mal machst, dann wird die Trophäe für dich freigeschaltet. Die Schwierigkeit besteht darin, Angriffsmuster von deinem Gegner zu kennen. Bei jedem Truppler ist er anders. Man darf nicht zu früh oder zu spät draufdrücken, sonst wird das Ganze nicht freigeschaltet natürlich. Für diese Trophäe muss die Fähigkeit Präzisionsausweichen freigeschaltet werden. Die nächste Trophäe heißt Freier Fall und diese kriegen wir, wenn wir 25 Gegner über die Kante stoßen. Im Laufe des Spiels kriegen wir die Fähigkeit Schub. So schaut die aus. Diese kann man dann ausbauen, damit der Schub noch stärker wird und die Gegner noch weiter wegfliegen. Der Schub muss natürlich nicht komplett ausgebaut werden, wenn der Gegner nah genug am Rand steht. Schieb ihn einfach weg, dann stirbt er und das wird gezählt.
Oder wenn du natürlich auch alles schon freigespielt hast, kannst du Gegner ranziehen und wegwerfen. Nächste Trophäe nicht so schnell wirst du kriegen, wenn du 25 Gegner, die unter verstärktem Verlangsamen stehen, eliminierst. Und zwar dieser Fähigkeitspunkt wird benötigt. Man kann auch später diesen Fähigkeitspunkt freischalten, damit man Gruppen verlangsamen kann. Die Gegner werden viel länger brauchen, um aus dieser Slow Motion wieder rauszukommen. Beachte, dass diese Fähigkeit mehr Macht braucht. Der Machtbalken baut sich auf, wenn du einfach so dich verteidigst. Aber natürlich am schnellsten passiert es, wenn du Präzisionsausweichen machst. Und wenn du mehrere Gegner verlangsamt hast, kannst du einfach durchmarschieren. Und wenn du natürlich nur einen Gegner bei dir hast, drücke einfach auf 1 zum Verlangsamen. Und dann eliminieren. Um es mit dem Controller auszuführen, drücke einfach RB und bleib drauf, bis der Gegner komplett verlangsamt ist und dann bring ihn um diese Trophäe zu kriegen. Auf diese Weise musst du 25 Gegner erledigen und dann gehört die Trophäe dir. Die Trophäe Karambolage kriegst du, wenn du einen Gegner durch einen anderen besiegst, sprich du schubst ihn auf den anderen und der geht dabei drauf. Hierfür brauchen wir die Fähigkeit Schub. Im Fähigkeitenbaum können wir diesen Schub natürlich verstärken mit dieser Fähigkeit oder sogar mit dieser. Wichtig ist, dass ein Gegner durch das Draufwerfen von dem anderen Gegner auf ihn drauf geht. Am einfachsten funktioniert es, wenn wir einen Gegner uns schnappen und auf den anderen draufwerfen und einer davon wird sterben. Hierfür eignen sich Truppler eigentlich am besten, weil die haben nicht so viel Leben. Und wenn einer von denen durch die Karambolage stirbt, hast du die Trophäe freigeschaltet. Bist du denn auch ein richtiger Samurai-Jedi-Meister Klingen Oberhammer-Gott? Dann wird die nächste Trophäe dir richtig gut gefallen. Die heißt Klingenmeister und um die zu kriegen, müssen wir einen und denselben Gegner mit 3 verschiedenen Lichtschwertertypen treffen. Der normale Lichtschwert, dann der doppelte Lichtschwert und der Angriff mit 2 Lichtschwertern gleichzeitig. Für diese Trophäe speziell wird stärkerer Gegner erforderlich sein. Außerdem muss dein Machtbalken voll sein, den du dann unten siehst. Dann wird einmal hier mit normaler Klinge draufgehauen auf den Typen, dann mit doppelter und zum Schluss mit geteilter Klinge. Je nachdem welche Klinge ihr gerade in der Hand habt, wird der Angriff auch aussehen, so mit der doppelten und so mit einer Klinge. Einzelklinge hat man von Anfang an. Die Doppelklinge kriegt man dann im Laufe des Spiels. Es wird dann auf Datumir freigeschaltet. Man kann sogar, nachdem man den ersten Planeten gespielt hat und die Sicht auf Datumir hat, dort hinfliegen. Dort gibt es eine Werkbank, auf dem ihr doppeltes Lichtschwert erstellen könnt. Hier werdet ihr landen und dann müsst ihr den ganzen Weg hierher gehen. Und hier ist diese Werkbank. Die Ortschaft heißt Bastion des Bruders. Wenn ihr dort Brudi Basti trifft, dann richtet ihn schöne Grüße von mir aus. Und die Führung von beiden Lichtschwertern werdet ihr zum Schluss freispielen, wenn ihr euer eigenes Lichtschwert erstellt. Darüber will ich aber mehr nicht spoilern, um euch den Spaß nicht zu verderben. Aus diesem Grund wird es auch ganz zum Schluss möglich sein, diese Trophäe freizuschalten. Befolgst du alle diese Ratschläge, wird es super easy sein, diese Trophäe zu erreichen. Schwertschmied ist eine leichte Trophäe, um diese zu kriegen, brauchen wir so eine Werkbank. Dann wird unser Lichtschwert dahingelegt. Wir müssen einmal Farbe ändern, dann den Sender, Schalter, Hülse und das Material. Dann würde ich hier einmal mit den neuen Komponenten rausgehen, den Lichtschwert einmal in die Hand nehmen und die Trophäe ist freigeschaltet. Um die Trophäe erstrahlt im neuen Glanz zu kriegen, müsst ihr einmal das Aussehen von BD1, Cal und Mantis anpassen. Das Ganze kann man hier im Menü unter Anpassungen machen. Im Laufe des Spiels sammeln die beiden in den Truhen die ganzen Outfits ein und dann muss nur noch einmal der Poncho vom Kerl angepasst werden, der Outfit unter dem Poncho. BD1 aussehen, ja, der ist gut. Und die Mantis muss auch einmal umlackiert werden, dann wird diese Trophäe freigeschaltet. Um die Trophäe-Datensammler freizuschalten, müsst ihr jeden Gegnertyp scannen, der von euch erledigt wurde. Alle diese Scans landen dann unter den taktischen Leitfaden und ihr könnt dann die Informationen zu euren Gegnern nachlesen, um eure Feinde noch besser zu kennen, und zu wissen, wie man diese am schnellsten erledigt. Wenn der BD1 irgendwas scannen will, dann lasst ihn bitte diese Arbeit auch tun, denn das führt direkt zu der Trophäe. Was die Scans angeht, BD1 scannt auch Pflanzen und das würde ich ihm auch machen lassen, denn wenn man 10 Pflanzenscans eingesammelt hat, kriegt man die Trophäe grüner Daumen. Die Pflanzen bringt man dann zu der Mantis und hier wird ein Terrarium erstellt mit 10 Pflanzen. Das Auswachsen dauert so ungefähr 2 oder 3 Stunden, deswegen müsst ihr kurz warten, bis die ausgewachsen sind und dann wird die Trophäe freigeschaltet. Die Samen befinden sich auf Planeten Bogano, Kashyyyk, Sifo und Datumir.
Zu den Fundorten wird ein separates Video erstellt, das dann später hier unter dem Video verlinkt wird. Somit kannst du dann alles sammeln und freischalten. Die Trophäe legt dich nicht mit BD1 an, kriegst du, wenn du mit gehackten Droiden einen Gegner besiegst. Und zwar funktioniert es folgendermaßen. Wir brauchen einen Droiden, am besten eignen sich solche Terminator hier. Den müssen wir anhauen. Scheiße. Okay, nochmal. Pass einfach auf, dass du den Droiden nicht komplett tötest, sondern nur verletzt. Bis er gehackt werden kann, dann schick den Droiden los, er wird ihn hacken. Jetzt gehört er sozusagen dir. Und der wird sich dann um deine Gegner kümmern. Bam. Voll auf die Schnauze, Alter. So, dankeschön für deinen Dienst. Beachtet bitte, dass diese Fähigkeit freigeschaltet werden muss, bevor du die Droiden hacken kannst. Die Werkbank zum Freischalten von dieser Fähigkeit von BD1 befindet sich auf Kashyyyk, und zwar in der imperialen Raffinerie, genau in diesem Ort. Da hinten steht normalerweise die Mantis, um diese Fähigkeit zu kriegen und im Anschluss den Droiden zu hacken. Die Trophäe legendäre Bestien und wo die zu finden sind. Um diese Trophäe freizuschalten, müssen wir 4 Minibosse besiegen. Einmal Ogdo Bogdo, der befindet sich auf Planet Bogano. Der schaut dem normalen Ogdo ähnlich aus, diesen froschähnlichen Kreaturen, ist aber ein wenig stärker als der. Man erkennt diese Kreaturen an den oberen Balken, wie bei dem normalen Boss. Und ich würde natürlich auch aufpassen und ein bisschen mehr Kraft aufbauen, weil diese stärker sind und dich innerhalb von ein paar Sekunden umbringen können. Der Ogdo Bogdo lebt in den Bogdo-Dolinen. Wenn man hier genau drauf schaut, ist es da unten auf Bogano. Wenn man durch die 3 Löcher fällt, gelangt man direkt zu dem. Oder wenn man Bogano einfach mal selber erkundet, wird man sehen, hier gibt es noch einen Weg in dieser Ortschaft. Hier, wenn man geradeaus läuft, kann man eigentlich sein Ziel nicht verfehlen. Die zweite Kreatur, die wir besiegen müssen, lebt auf Sifo, wo wir uns gerade befinden, und so sieht er aus. Dieser ähnelt auch den normalen Jotas, so sieht der normalerweise aus. Hier auf der linken Seite bei der Absturzstelle befindet sich ein geheimer Eingang. Den, wenn wir betreten, finden wir auch den Wütenden. Ich muss einfach durchklettern. Zack. Den müsst ihr auf jeden Fall erledigen, um die Trophäe zu kriegen. Dann die dritte Kreatur heißt Albino Vishok. So sieht er aus. So sieht der normale Vishok aus. Den finden wir auf Kashyyyk. Und zwar befindet er sich an so einem geheimen Ort. Hier wäre normalerweise die Mantis, wo ihr landet. Dann müsst ihr da entlang laufen. Bei dem Speicherpunkt musst du einfach hier hochklettern, hier entlang laufen. Da hinten ist so ein geheimer Weg, musst du drüber. Hier hinten wird er sich verstecken, der wird dich attackieren, du musst dich verteidigen und ihn eliminieren. Die letzte Kreatur, den Naidek Alpha, finden wir auf Datumir, und zwar in der Ortschaft Albtraumruinen. Da musst du vor dem Kloster einfach nach rechts gehen, hier an der Wand entlang laufen, und genau hier wird er sich befinden. Den musst du auf jeden Fall auch erledigen, dann die Trophäe dir gehören. Dann haben wir die Trophäe Sifo sehen. Um die zu kriegen, müssen wir den abgestürzten Venator erkunden, und das hier hinten ist er. Um den Venator erkunden zu können, musst du die Fähigkeit Doppelsprung besitzen, bzw. Jedi-Salto. Normalerweise würden wir jetzt da links entlang gehen, aber hier musst du dann hoch und in die eine Turbine rein. Und wenn du dich hier drin befindest, musst du alles erkunden. Diese Trophäe habe ich ganz zum Schluss freigeschaltet, als ich alle Fähigkeiten hatte. Dann bin ich extra nach Sifo gereist, denn hier liegen noch ein paar Geheimnisse und Truhen, die so normal nicht erreicht werden können. Und die ganzen Truhen brauchen ja wir auch für die Trophäe-Sammler. Deswegen würde ich es auch so machen. Hier auf dem Weg nach draußen im Venator-Wrack gibt es auch einen Rätsel, den werde ich euch kurz zeigen. Da hinten, als ich es freigespielt habe, war der hintere Wand oben. Man hat dann die Kabeln oben abschneiden müssen mit dem Lichtschwert. Vorher muss noch etwas überladen werden, damit der Block sich nach oben bewegt. Und dieser Block steht entweder da hinten oder gegenüber. Und wir müssen ja auf die andere Seite. Man kann ihn entweder herziehen oder mit dem Schub hin und her bewegen. Und der muss ja genau hier stehen, wo die übrigens fast nie stehen bleibt. Deswegen wegschieben, einfrieren, draufklettern und an der Wand entlang laufen, drüber springen. Und schon sind wir auf der anderen Seite. Um die Trophäe Sanitätsdroide zu kriegen, müssen wir alle Steam-Behälter für BD1 finden. Und so schauen die aus. Der BD1 wird den öffnen und du kriegst dann das Geheimnis. Auf der Holokarte werden die als Geheimnisse bezeichnet. Hier auf Sifo zum Beispiel finden wir 3 Stück. 8 Stück müssen gefunden werden, um die Trophäe freizuschalten. Ein Video mit Fundorten wird separat erstellt und unten unter dem Video verlinkt. Die nächste Trophäe heißt Echo-Ordnung, und die kriegen wir, wenn wir 75 Echos einsammeln. Das sind solche Echos.
Und dazu wird auch ein separates Video erstellt, wo alle Echos zu finden sind und unten unter dem Video verlinkt. Die nächste Trophäe heißt Abschaum und Vorkommenheit und diese kriegen wir, wenn wir alle Kopfgeldjägerarten besiegen. In der Aufgabe steht zwar alle, aber ich glaube, es handelt sich um diese 3. Und diese kriegt ihr meistens, nachdem ihr das Spiel durchgespielt habt und nach Truhen sucht. Die werden dann irgendwo auf der Karte auftauchen und euch aufhalten wollen. Aber wenn ihr die erledigt, kriegt ihr die Trophäe. Die Trophäe-Datenträger wirst du freischalten, wenn du 19 Logs von BD1 findest. Die Logs sind nicht auf der Karte verzeichnet wie Truhen und Geheimnisse, diese finden wir woanders. Die findet man unter Datenbank und da unten links unter Cordovas Reise. Hier wirst du im Laufe der Story 7 Stück, glaube ich, freischalten und dazu wird ein Video erstellt, das zeigt, wo die sich befinden. Logs sind die Scans von BD1, wie zum Beispiel der hier. Die erkennst du an der Nachricht, die nach dem Scan erscheint. Und Cordova Log wird es heißen, finde alle 19 und du wirst die Trophäe freischalten. Die Trophäe Volles Haus wirst du kriegen, wenn du alle Crewmitglieder für die Mantis rekrutierst. Diese Crewmitglieder werden im Verlauf der Story automatisch freigeschaltet. Der einzige, der es nicht tut, dieses kleine kuscheliges Tierchen, das ihr da oben seht. Diesen Bogling findet ihr unter dem Landeplatz von der Mantis auf Bogano. Hier unten wird er sich dann verstecken und um den zu befreien, müsst ihr zuerst die Fähigkeit Schub freischalten. Dieses Tor brichst du einfach auf mit Schub. Und dann wird der Bogling befreit und läuft von alleine in die Mantis rein. Und dann versteckt er sich entweder in der Lüftung. Manchmal habe ich den auch unter dem Tisch hier unten gesehen. Wenn du das gleiche siehst, hast du alles richtig gemacht und die Trophäe wird freigeschaltet. Für die Trophäe Zünglein an der Waage brauchen wir einmal die Fähigkeit Magnet. Dann müssen wir diese Fähigkeit auf jeden Fall verstärken. Hier ist der Fähigkeitenpunkt, der freigeschaltet werden muss. Dann brauchen wir nur noch einen Ogdo, von dem wir die Zunge brauchen. Dann drücken wir einfach auf Magnet-Taste und müssen diese Zungen dann abschneiden. Ich hatte am meisten Glück mit diesem Ogdo vor dem Gewölbe und meistens hat es geklappt, wenn er mich mit der Zunge attackiert hat. Es ist also auf jeden Fall nicht so schwer, wenn ihr diese Tipps beachtet. Das war übrigens die schwierigste Trophäe für mich in diesem Spiel, weil ich einfach nicht von Anfang an gewusst habe, was man genau machen muss. Mich würde gerne interessieren, welche Trophäe für dich am schwierigsten war. Kommentiere gerne unter dem Video, welche Trophäe das gewesen ist und was war die Schwierigkeit. Und die letzte Trophäe, die man hier kriegt, ist die Platin, wenn man alle Trophäen gekriegt hat. Die heißt eine neue Hoffnung. Alle anderen Trophäen, die in Jedi fallen oder vorkommen, sind automatische. Die kriegt ihr sowieso, wenn ihr das Spiel durchspielt. Und dann ist es auch die Platin. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen und du hast alle Trophäen eingesammelt und die Platin geholt. Viel Spaß beim Spielen und möge die Macht mit dir sein.